Die PlayStation 2. Was war das für eine Konsole? Sie hat das neue Jahrtausend eingeläutet und war mehr als nur eine Spielekonsole. Sie war ein DVD-Player, Heimcomputer, CD-Player, Streamingbox und vieles weitere. Sie war für viele ein Freund. Ein Freund, der massig Kraft hatte, aber niemand wirklich sah. Dabei hat sie so einiges auf den Kasten. Sie kann Full HD für jedes Spiel, ist immer noch für neue Spiele da und bis heute die meistverkaufteste Konsole. Aber wie kann sie denn so viel Power haben, dass manche sie als Supercomputer verwenden wollten? Na, das schauen wir uns in dieser Tech Inside Folge an. Gute allerseits. Ja, nachdem ihr das Video über die PS3 mochtet, ist es ja logisch, dass ich damit nachlege. Denn die PS2 hat auch Eier. Es ist nur nicht so offensichtlich. Viele schauen da nur auf das Papier und sehen, dass die 300 MHz weniger sind wie die 733 MHz der Xbox zu der Zeit. Ja, und das habe ich auch gedacht bei einem älteren Video von mir. Jedoch ist das die Rohperformance beider Konsolen. Viele der Multiplattform-Spiele liefen auf der Xbox deutlich besser, da die eine Sache der PS2 nicht einberechnet hatten. Die PlayStation 2 ist wie eine komplexe Freundin. Man muss sie weiter ausfragen, um sie etwas mehr verstehen zu können. Ja, okay, in der Konsole war das eher der Emotion Engine, den Entwickler verstehen mussten. Es war aber nicht so ein Drama wie bei der PlayStation 3. Damit wurde auch die PlayStation 2 beworben mit dem kraftvollen Emotion Engine Chip mit der Power von 3 PCs für 869 D-Mark. Ja, der Preis ist noch ein D-Mark gewesen bei der Konsole. Ich bin genauso alt wie die PlayStation 2. Nur wenn wir jetzt beim Emotion Engine sind, schauen wir uns diesen jetzt mal genauer an und was man damals für seine 869 D-Mark bekommen hat. Der Chip ist getaktet auf 300 MHz und hat 32 MB Arbeitsspeicher. Ja, Megabyte, nicht Gigabyte. Dazu den Graphics Synthesizer, zu dem ich gleich nochmal komme, was zu 6,2 Gigaflops führt. Also, wie auf dem Papier stehend, mehr Leistung als die Dreamcast, aber weniger wie die Xbox und der Gamecube zu der Zeit. Nur hat die PlayStation noch einen Ass im Ärmel. Eigentlich sogar zwei. Nun, was Sony die Möglichkeit hatte, dank der Zusammenarbeit mit Toshiba, einen eigenen Chip für die PS2 zu machen, während es bei der ersten PlayStation einer von der Stange war. Das heißt, die können noch weitere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel 2 Vektorprozessoren in den Emotion Engine. Dies war dann wirklich das, wo die PS2 glänzte. Es waren Prozessoren im Prozessor, die viele ähnliche Aufgaben viel schneller erledigen konnten als reguläre CPUs. Und das viel, viel besser. Stellt euch das etwa so vor. Während eine normale CPU bei einem Takt ein Word-Dokument schreibt, speichert und dann komplett zumacht, muss diese es beim nächsten Takt mit derselben Aufgabe wieder so machen. Dokument schreiben, speichern, schließen und wieder neu schreiben, speichern und schließen. Das ist ziemlich ineffizient. Oder bei Vektorprozessoren ist das anders. Er sieht, dass es mehrere ähnliche Aufgaben sind, öffnet die Dokumente in Word alle und speichert diese Version parallel und bearbeitet mehrere Dokumente gleichzeitig. Also eine richtige Powermaschine, wenn es darum geht, mehrere ähnliche Aufgaben gleichzeitig zu machen. Immer so. Ups. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Nur, wo war das jetzt vorteilhaft? Oh. Alter, ich bin erschrocken. Was ist denn das jetzt hier? Ah, der Nvidia-CEO. Ich spreche mit so Leuten immer. Leitstelle vom Frankfurter Bembel-Institut, hier, hallo? Nein, ich habe derweil keine Vektorprozessoren für Sie in die RTX-Karten. Ja? Ja, die PS2-Konsolen, die werden ja halt knapper. Ich kann deswegen keine schicken, ne? Hier, wissen Sie, ich habe zu tun hier, ja? Wenn Nintendo nach Chips fragt, schicken Sie denen einfach Kartoffeln und schicken die noch einen schönen Gruß von mir, ja? Ja, machen wir, ja. Schicken Sie denen auch einen schönen Gruß von mir. Das ist nervig hier. Ach,
für Grafik kann man die auch benutzen. Ja, dann... Denn dank der Vektorprozessoren war die PS2 zu einigem möglich, wo die Konkurrenz nur träumen kann. Es war zwar relativ knifflig, das Potenzial da rauszuholen, wenn man es denn konnte, hat die PlayStation einen sehr belobt. Bewegungsunschärfe in Echtzeit? Kein Problem. Partikeleffekte, Animation, Schatten, alles kein Problem. Und an den Scherz von vorher ist wirklich was dran. Heutige Grafikchips haben große Ähnlichkeiten mit Vektorprozessoren wie in der PS2. Halt eben nur größer, optimiert und so. Und für 2000 war das dann schon wahnsinnig. Cinematische Szenen in Videospiele, was man von den Nachfolgern kennt. Aber apropos cinematisch, im Emotion Engine war auch ein MPEG-2 Decoder drin für eben, dass die PlayStation auch DVD-Filme und das MPEG-2 handeln kann. Und es gibt ja noch den Graphics Synthesizer in der Konsole. Dieser war mit einer Bandbreite von 48 Gigabit die Sekunde angebunden, was etwa 7,5 Mal höher ist als bei der Xbox. Das war extrem schnell zu der Zeit, was vorteilhaft ist bei vielen Polygonen auf dem Display. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Graphics Synthesizer eher da war, die Grafik, die vom Emotion Engine kam, dann so zu machen, dass es für die angeschlossenen Displays auch brauchbar ist. Dazu hatte der GS auch die Befehle der PS1 Grafikchips eingebaut für die Abwärtskompatibilität. Der Prozessor der PS1 war bei frühen PS2-Modellen noch selber auf dem Mainboard und hatte auch ein paar Aufgaben für die Konsole übernommen. Und da hat man dann eben eine sehr leistungsstarke Konsole, die sogar mit der Vorgängersoftware kompatibel war. Und dies hat es bis dato noch nie gegeben, dass eine Konsole mit ihrem Vorgänger rückwärtskompatibel war. Das war neu. Und da ist es kein Wunder, warum sich die Konsole so gut verkauft hatte. Starke Spiele kamen auf ihr. Sie war der günstigste DVD-Player zu der Zeit und manche Spiele konnten in 1080i laufen. Wobei im Intro sagte ich ja, dass auch 1080p möglich sind auf ihr für fast alle Spiele. Wie soll das denn gehen? Nun, dank Homebrew kann man die Hardware-Reserve nutzen von den Vektorprozessoren und GTA 3 habe ich hier in 1080p zum Laufen gebracht. In einer guten Framerate. Ja, es ist halt die Sache, ob es wirklich Full HD ist und so, aber hey, über die App GSM für FreeMake Boot kann die PS2 über Komponentenkabel auch dann Full HD ausgeben. Jedoch wurden auch die Hardware-Reserven genutzt für viele spätere Spiele, wie dann God of War 2, Gran Turismo 4, Shadow of the Colossus oder FIFA 14. FIFA 14 wird jetzt kein Monster sein für die Konsole. Das Spiel kam aber in 2013 auf den Markt, da wo die PS4 herauskam. Das heißt also, in der gesamten Zeit von der PlayStation 3 gab es noch PS2-Spiele. Und zu verdanken hatte man es einer kleinen niedlichen Konsole aus Japan, die Controller hatte, die gerne in den Fernseher flogen. Die Wii hatte von der Rohperformance genauso viel Leistung wie die PS2. Gut, diese war auch mehr ein aufgewärmter Gamecube, doch durch den Erfolg der Wii haben viele Entwickler für die Wii auch Spiele gemacht, die dann auch auf einer PlayStation 2 möglich waren. Und somit konnte man die Current Gen, also Xbox 360 und PS3 abdecken, aber auch die Wii und als Last Gen auch die PS2. Und dies ging gut, bis halt eben die PS4 herauskam, die Wii U veröffentlicht wurde, wo dann auch die Produktion der PlayStation 2 abgestellt worden ist. Na, und das war's dann mit der PS2 dann. Sie ist bis heute halt auch die meistverkaufteste Konsole mit 160 Millionen Einheiten. Ist nur fraglich, ob Nintendo es mit der Switch noch einholen kann. Wird sie es schaffen? Ich denke mal nicht. Was ich nur denke, was ihr machen solltet, mir ein Abo geben für weitere solcher Videos. Und hey, ich sag mal so, es hält mich auch motiviert, hier dran zu bleiben. Na dann, finde ich, kann ich auch wieder sagen, man sieht sich.